Hallo und willkommen zurück zu Bedlam und wir reisen weiter. Wir können dieses Zeug nicht mehr benutzen, um irgendwas auszubauen. Jetzt ist es alles nur noch für Schaden da. Und im Grunde müssen wir schauen, dass wir da runterkommen nach Aztec City. Eigentlich brauchen wir auch nichts mehr zu erkunden. As the Dozer travels along the road, you begin receiving reports of intoxication among the passengers and crew. Investigating the matter, the Dozer technicians inform you that the Skyshine distillery installed as a weapon has other results beside its useful offensive capability. The distillery transforms the toxic byproducts of the crude and machinery that power the vehicle into a potent, intoxicating carbonated beverage, which was acquired by some passengers. To maintain order on the Dozer, you insist that the beverage be taken away and locked in storage, but it may prove useful in future situations. The Skyshine jug has been added to your cargo. Ja, dann ziehen wir hier einfach weiter und ignorieren den Rest. Ich meine, Nahrung haben wir ja auch noch genug und Fuel. As the Dozer travels along the road, your instruments suddenly begin behaving strangely. Frequency scanners are receiving a black band pulse being broadcast over an obsolete nano network not used since the ancient AI wars. Based on what you can deduce from the Dozer equipment, it could only be coming from some kind of massive AI machinery somewhere in the wasteland. You wonder if you will encounter it on your journey and prepare yourself for the possibility that it is hostile. The Dozer continues along the road. Ja, fahren wir hier. Oder Moment mal. Wir können ja eigentlich noch erstmal eine Sache vielleicht erkunden, wo wir kämpfen müssen. Na, ja doch. Weil mit 3 Heilungen, da könnte schon wieder was drin sein. As the crew is exploring the strange environment, their attention is drawn by the sounds of some type of animals. In a nearby area, the crew discovers a mutant encampment filled with groats, small plump creatures that the mutants of Bedlam raise for livestock. Attack the mutants. Interlopers! They be thinking of snagging the groats. That be a wicked thing. Shred them to shreds. Shred them to shreds, ist klar. Ja, machen wir mal so. Guck mal, doppelte Dingers. Einfach wird das natürlich auch nichts. Das ist auch kein Schutz hier. Ist nicht der schnellste. Problematischsten sind natürlich die Sniperer. Ah, da ist auch Schutz, okay. Feuerchen gemacht. Na.
der jetzt da hinläuft, dann kann der zweimal angreifen. Das wollen wir ja auch nicht. Der müsste sich anscheinend einmal bewegen, damit er den angreifen kann. Dann macht er auch nur 3 Schaden. Das ist eigentlich auch verkraftbar. Arsch. Aber das ist eigentlich ganz gut jetzt sogar. Nummer 2 umpusten. Die sind fies. Der könnte einmal schießen, wenn wir dahin laufen. Müsste einmal... Okay, passt. Ja, den muss man natürlich auch noch treffen. Dann hat man die Sau. Sechs. Probieren wir. Ah, verdammter Mist. Schön. Okay, der müsste auch laufen, um mich angreifen zu können. Aber ich ziehe den mal wieder zurück. Meat. Okay. Sehr schön. Ist er damit wieder... Ne, ist nicht geheilt. Der stirbt dadurch aber nicht. Sehr gut. Weg. Den kriege ich auch nicht tot. Dahin. Okay. 2 Angriffe. Level up. Na, verdammt. Der blockiert den, aber der könnte darüber, dann könnte der den töten, denke ich. Ja.
Gut gegangen. 56, da hätten wir ja theoretisch auch noch Optionen. Wir könnten hier runter in die Disport Hills. Ja, machen wir das. 3. 10 Tage, 10 Tage. Mal hier runter. Realize it has been some time since there were any visible signs of life in your immediate surroundings. The passengers are becoming nervous. Nummer 4. Dann sind die meisten auch schon wieder geheilt. Nicht die meisten, es ist das meiste schon wieder geheilt. As the Dozer travels through a narrow canyon, it comes under a siege from a bombardment of marauder firebombs. When the crew mobilizes in preparation to exit the Dozer and extinguish the flames, a group of marauders rushes the open bay and begins attacking. Burn! Gonna burn you from the outside in, and then the inside out. Your face is gonna get scorched. Defend the Dozer at all costs. Allowing it to be overrun by the enemy will mean the death of all passengers aboard and the end of your journey. Powerful Dozer weapons are unavailable inside the vehicle, so be sure to deploy sufficient crew to Oh Gott. Na gut, das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt die optimale Crew hier. Side Poise. POEs, Point of Interests. Das sieht cool aus. Den Sniper können wir schon mal direkt ausschalten, sonst wird das sehr unangenehm, glaube ich. Haben wir noch so einen Sniper? Der ist wahrscheinlich auch dann im Arsch. Der Sniper kann jetzt erstmal nichts tun. Da sind wir dann in Deckung. Vermutlich. Okay. Lohnt sich das? Ups. 9. Mach mal. Sehr schön. Noch 8, dann können wir den jetzt zerstören. Ritsch, ratsch. Natürlich bei denen dann ein bisschen Glücksspiel. Okay. Ach, der ist zu nah dran.
power. Nein. Aber immerhin ist er jetzt davon weg. Blitzometer ist auch voll, der muss auf jeden Fall jetzt weg. Der kann nicht, der aber. Der wird es wohl nicht mehr so lange machen. Ja. Der lebt noch. Du sollst einschießen. Schön. Der geht einfach mal stiften. Naja. Hat jetzt auch nur begrenzt gut funktioniert. Autsch. Zweite hat gereicht. Level up. Geht noch nicht. Dahin laufen. Okay. Meat. Aha. Naja, gut, das kann er ruhig machen. Crude. Dann knüppeln wir den jetzt zusammen. Blitzometer. Level up. Sehr schön. Jetzt habe ich aber wirklich fast keinen mehr, der noch funktioniert. Da können wir Kram einsammeln. Und 6 Tage verstreichen lassen. Severe, you have located the wreckage of what appears to have been a large orbiting space station plummeted to the surface long ago and now half buried in the blackened sands. Judging by the skeleton fragments that your crew finds inside the mangled frame, it was also manned.
All the station's equipment is demolished beyond repair, but an extensive search in the twisted metal structure yields positive results. Several functioning power cells are found among the debris. Ach ja, und die Power könnte ich auch mal verwenden. Da könnten wir wieder einen zusätzlichen Hoshi holen. In 4 Tagen sind die wieder bereit. Dauert 6. Ich glaube, das mache ich aber. Wobei. Naja, das kann ich mir, glaube ich, nicht mehr erlauben. Das hier wird zu hart. Mal weiter. Müsste man von da aus ja wieder zurückfahren. Ja, geht nicht. As the Dozer travels along the road, you notice a figure atop of a craggy bluff. It appears to be a large improvised statue of an intimidating armored man. The spike-covered outfit and grimacing helmet indicate that the statue was constructed in recognition of King Viscera, the ruthless self-proclaimed overlord of Bedlam. The statue was likely assembled by local Bedlam dwellers in an attempt to appraise King Viscera and absolve themselves from his wrath. The Dozer continues along the road. Jawohl, weiter geht's. You have been receiving reports of unrest among passenger population, likely from being constrained inside the Dozer for so long. The prolonged confinement has led to incidents of violence. Stop and let the passengers take a breather outside. Make an announcement demanding order. Flood the passenger compartment with experimental sedatives. Offer an additional servings of meat. Drive on. Make a breather outside. A breather. The Dozer scanners do not detect any immediate hazards in the vicinity, so you open the bay doors and inform the passengers that they may have a brief respite outside. After swelling in just a few minutes in the inhospitable land of Bedlam, the passengers are more than content to return inside the Dozer without complaint. The Dozer continues along the road. So, jetzt haben wir auch schon wieder unsere Leute fit. Muss da aber weiterfahren. Oder? Ich weiß nicht, ob das wirklich so nützlich ist, diesen Quatsch einzusammeln. Ich fahre mal weiter, damit wir nicht an Bedlam ankommen. As the Dozer travels along the road, you suddenly receive reports of chaos within the vehicle. Several of your passengers were somehow infected with the cybernetic warfare nanovirus. Their bodies have been seized and rapidly altered with dangerous paramilitary biotechnology, transforming them into fierce cyborgs that are attacking your passengers. Tech in my head. Minas cranked to red. Make the flashers be dead. Defend the Dozer at all costs. Bla bla bla. Biff. Na dann. Go. Dum dum. Das ist ein Dead Eye. Rancher.
Na super, da habe ich einen Bug und da sind meine Leute oben in der Ecke. Das ist ja super. Und wieso bin ich jetzt nochmal dran? Sind die Gegner auch buggt? Dead Eye. Ja, ich glaube, der ganze Kampf ist kaputt. Ganz länger, ganz länger. Immer noch oder wieder mal eine Runde. Power! Ja, der Gegner tut nichts. Ich werde trotzdem mal vorsichtig sein. Lalalala. Crude. Ja, das habe ich ja mal solide gewonnen. Wir müssen da runter. Jawohl. As the Dozer travels along the road, you notice a figure atop of a craggy bluff. It appears to be a large improvised statue of an intimidating armored man. The spike-covered outfit and grimacing helmet indicate the statue was constructed in recognition of King Viscera, the ruthless self-proclaimed overlord of Bedlam. The statue was likely assembled to look bla 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 into time to King. Hatten wir alles schon. Dann können wir uns hier Krams einsammeln. As the Dozer travels along the road, you enter an area of trenches and bunkers that seem to be remnants from an ancient conglomerate conflicts. Nearby are several rogue AI units investigating a fortification bearing the faded logo of Valentino Tactical Outfitters. The Dozer comes to a halt and the crew disembarks to investigate. Periphery compromised. Hostile meat forms approaching. Engage and eliminate. Ist aber auch nicht nett. Mal den raus. Und auf geht's. Bum, bum, bum.
Keine Ahnung, was die so drauf haben. Double container of potent intoxicating liquid to cause immediate inebriation and violence in enemies. Da töten die sich, glaube ich, gegenseitig. Ah, sieht gut aus. Crude. Weg mit dir. Bis. Ah. Weg mit dir. Level up. Schön. Aua. Sich einfach rüber teleportiert, die Sau. Na. Aber jetzt steht er nicht mehr in Schutz. Natürlich trotzdem mit ihm jetzt kritisch. Ein paar Hitpoints. Lassen wir den nochmal zuschlagen, oder? Ja, mal so. Gut. Ja, wobei, vielleicht nicht unbedingt gut. Gegen den hilft mir das jetzt leider nicht. Power. Weg. Klink, 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 klink. Der ist nicht mehr jetzt ganz fit. Da ist ein Sniper da hinten.
stürmen wir mit dem da. Sauber. With the rogue AI units defeated, the crew approaches the bunker. It is sealed by a corroded metal door, but the crew's fusion torches make quick work of the rusted hinges and they are able to enter the structure. Searching inside the bunker, they find an intact storage chest amid the dusty debris and skeletons. It contains a stealth suit designed to create a high-tech camouflage field that makes the wearer virtually undetectable. The Dozer technicians are able to research this invisibility device, turning it into a battle equalizer that can give the crew an advantage in battle. The stealth suit outfit has been installed as a battle equalizer on your Dozer. Na gut. Dann fahren wir mal weiter nach Aztec City. Wobei... Jetzt haben wir hier wieder ein paar Probleme. Können wir... Haben wir nicht... Administer the dose of synthesized excellent crew healing. Ja, aber hier nicht starten. Nee. 6. Ja, fahren wir da hin. There are reports of illness among your passengers' population. A number of passengers have begun exhibiting an alarming condition that rapidly covers their bodies in strange purple fungus until they are almost completely immobilized. Upon a further investigation, determined that a portion of the meat you have acquired was tainted by some kind of toxic material in Bedlam. The infected passengers are highly contagious and could pose great risk to everyone aboard. Ja, tut mir sehr leid, aber weg mit euch. You determine there is no alternative but to expel the infected passengers from the Dozer or else endanger everyone aboard. The afflicted passengers are given the remaining supply of tainted meat and left to fend for themselves in the harsh wasteland. The Dozer continues along the road, leaving the unfortunate fungus people behind. Naja, okay. Da sind wir noch gut dabei. So, und dann geht's auch nach unten nach Aztec City. Und bis dahin sind auch unsere Leute wieder heile. The Dozer slows and comes to a halt. You disembark to examine the surprising situation ahead. The road ends at a massive wall constructed from some unknown substance. It is higher than the Dozer itself and stretches to both ends of the horizon. It appears impregnable. Near the side of the road is a tall metallic statue of a robotic warrior, partly tarnished from enduring ages of exposure to the harsh Bedlam elements. Suddenly, the statue groans to life and moves toward you. Vigilos, Omega Online! All imperfect beings are to be eradicated as per Eternity protocols. Assessing threat and processing tactical strategy. Support units immobilized. Obliteration of inferior forms commencing. Go. Be aware of the Blitzometer. Umpusten können wir jetzt
jedenfalls noch keinen so wirklich, sei denn wir bewegen uns in eine Welt des Schmerzes. Wobei, wenn wir den da hinstellen, den umpusten, dann muss der mit denen agieren. Dann kann er nur einen von denen bewegen. Das klingt eigentlich ganz gut. Sind die beide auch tot. Ah, nicht beide. Nur der, weil der zu nah dran ist. Das habe ich jetzt nicht bedacht, aber es ist... Ach nee, da kann der gar nicht... Verplant. Aber das ist auch gut. Ah, nur 9 waren das. Okay, ist aber jetzt auch nicht gerade clever von denen. Ah, vielleicht doch. Er könnte theoretisch jetzt zweimal angreifen. Weil dafür macht er halt keinen Schaden. Macht nur 2, der macht 4. Bewegen wir uns weg und erschießen den hoffentlich. Nein! Ah, schön. Oder auch nicht. Ah, was zum Blöd zum Klicken. So, du weg. Du weg. Noch 4. Kann ich da jetzt einen Heal draufsetzen? Wounded Crew, recover 2 Health. 4 Health. Okay, dann lohnt sich das andere ja wohl kaum. Alle? Alter Falter. Das ist dann mal verdammt stark. Ups. Hätte ich anders machen müssen. Level up! 5. Naja, passt schon. Bam! Okay. Noch 1.
meat. Kommt her. Der nächste. Power. Sieben, er würde es nicht überleben. Aber gut, irgendwen muss ich opfern. Fürchte ich. Es sei denn... Equalizer. Jawohl. Jawohl. Na gut, ich mache 11 Schaden. Muss natürlich treffen. Yes. Kaputt. Sentinel has been subjugated. For this unprecedented accomplishment, the vehicle and its occupants have been calculated to be of acceptable merit and shall be allowed passage. Vigilus Omega will accompany travelers to the intersection. Vigilus Omegas join the Dozer. A seam in the massive wall appears, and a section slides aside to allow the vehicle entry. As the portal seals behind the vehicle, the Dozer continues along the road into an uncharted territory on the quest for the legendary Aztec City. 6. Boah, na gut, der kann theoretisch auch noch weiter kämpfen. Den haben wir jetzt auch noch mit 17 HP. Jawohl! The Dozer continues along the road, traveling for a lengthy period of time without any sign of trouble. Suddenly, the Dozer's instruments begin going haywire, detecting mysterious signals ahead. Could this be an indication that you are finally approaching the fabled Aztec City? The passengers begin buzzing with anticipation. The Dozer sensors reach a crescendo and the vehicle draws close to the source of unknown energy. The Dozer travels over ice and arrives at what is beyond. The vehicle comes to a halt and you disembark. The road ahead abruptly ends at a vast crater, expanding as far as the eye can see. Its surface seems fused by some kind of powerful, otherworldly weapon. Aztec City is gone. Well, that was entertaining. Shimmering in the air above the crater, a monolithic pyramid appears. The passengers rejoice at the astonishing sight. A small door opens at the surface of the incredible structure. A hovering orb of mystical light approaches, carrying a curiously garbed man. Greetings to you, brave travelers. I am the Teil, herald to the Tesseractus. It has been many ages since we have seen a mechanic. Your perilous journey will be rewarded. Your courageous passengers have been deemed worthy to join us within the glory of Aztec City. Now we must swiftly return to the sanctuary of the fractal carousel or risk permanent flux.
But your hardship is not over, mechanic. You must return to your point of origin and offer additional salvation. The other residents of Byzantine and the citizens of Bedlam must be liberated from adversity and the torturous reign of King Vesera. Deliver this construct of our technology, a vertex bridge that allows instantaneous travel to this location over vast distances, and you will be accompanied by a quartet of the Osorchina, or formidable order of guardians. Because you were able to bring so many fortunate travelers to the glory of Aztec City, select from the following items to assist in your challenging journey. Abuse Absorber, Instant Doppelgänger. Abuse Absorber. The Abuse Absorber has been installed as a battle equalizer on your Dozer. You will undoubtedly require additional offensive capability to overcome the threats you shall face. Select from the following items to assist you. Nuker. The Nuker has been installed as a Dozer weapon. The Osorchina Quartet has joined the Dozer crew. The Aztecian Vertex Bridge has been added to your cargo. Now you must make the harrowing journey back through the chaotic dominion and bring more of your people to the sublime society of Aztec City. Good journey to you, mechanic. The Telican gestures and your passengers are surrounded in a floating orb of energy that rises and delivers them to the massive pyramid. You hear their cries of elation and they are drawn into the mythical perfection of Aztec City. Moments later, a phosphorescent glow fills the air, and a monolithic structure blinks out of existence. You and your remaining crew return to the Dozer and begin the difficult journey back through Bedlam on your new heroic mission to Byzantine. Okay. Müssen also jetzt wieder zurückfahren. Das hier sieht aus wie ein Schädel. Das ist alles Schädel. Das ist ein Mund, das ist eine Nase, das ist ein Auge, da ist ein Auge. Da ist eine Nase, da ist ein Mund, da ist ein Auge, da ist ein Auge. Das. Na gut, das ist wahrscheinlich nur ein bisschen so eine Stirn. Okay. Nehmen wir die Route. Ich weiß gar nicht, wo ich hergekommen bin. Was die hier? Ich glaube, ich bin da hergekommen. Fahren wir hier rüber. The Dozer arrives at the massive wall and a section once again opens to allow passage for the vehicle. You leave behind them passengers who will begin life anew in Aztec City and head back into Bedlam on a course of Byzantine. Somewhere in the brutal and chaotic wasteland, King Vesera and his forces await. Okay, weiter. As the Dozer travels along the road, the instruments begin receiving some severe black band frequency interference. Perhaps it is being generated by an obsolete AI pulse relay substation somewhere nearby. You hope it doesn't cause your Dozer technology to experience drastic complications on the journey. Ach so, 0, weil wir überhaupt keine Dings mehr dabei haben. Da und dann möglichst schnell weiter, oder? Wir reisen da und dann weiter nach Norden. Mal so. Ach so, ist weiter gestiegen. As the Dozer travels along the road, the instruments begin receiving some severe black band frequency interference. Perhaps it is being generated by an obsolete AI pulse relay substation somewhere nearby. You hope it doesn't cause the Dozer technology to experience drastic complications on the journey. Hatten wir schon. So. Weiter.
As the Dozer travels along the road, you see a huge, menacing vehicle blocking the path ahead. The Dozer comes to a halt and you disembark to investigate. A massive man steps from the opposing vehicle and stands before you. From the scowling helmet and fearsome armor, you know this is the merciless self-proclaimed overlord of Bedlam. The evasive mechanic finally stands before the mighty King Viscera. You should consider it an honor merely to be in my presence before I spill your entrails and adorn my armor with the puny skulls of your crew. The power and technology at my disposal are beyond your comprehension. My influence is immeasurable, and soon I shall be ruling the wasteland in your machine. Prepare to be overwhelmed by the unimaginable dominance of King Viscera. Und wir werden jetzt erstmal King Schnitt machen, denn die Stunde habe ich wieder voll. Dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denn!